Kunst entsteht nie im luftleeren Raum. Es ist immer bestimmt vom gesellschaftlichen, auch politischen Kontext. Und auf die Malerei der Romantik trifft das insbesondere zu. Und es waren Zeiten, die von extremen Umbrüchen geprägt waren, von Spannungen, von Ambivalenzen. Es war ja eine Epoche, die auch von den napoleonischen Kriegen bestimmt war. Und gleichzeitig sind aber auch die Ideale der Französischen Revolution durch Europa gegangen und haben überall ihre Wirksamkeit entfaltet. Dann gibt es sowohl in Russland wie auch in Deutschland stark restaurative Tendenzen. Bedeutete, dass auch die Künstler nicht mehr die Freiheit hatten und dann eben auch viele versucht haben, durch die Kunst der Romantik ihre eigenen Räume der Entgrenzung und von Freiheit zu erreichen. Für uns war wichtig, dass diese Spannungen, Brüche, Ambivalenzen für den Besucher geradezu körperlich erfahrbar werden und auch der Gegenwartsbezug natürlich. Und deshalb haben wir Daniel Liebeskind angefragt, ob er die Ausstellungsarchitektur entwickeln würde. Und vieles, was wichtig ist in der Malerei der Romantik, spiegelt sich eben auch in dieser Architektur. Also das Wechselspiel von Weite auf der einen Seite, wie wir sie in den Landschaften eines Caspar David Friedrich haben, oder die Enge, die wir in den Interieurs der russischen Malerei finden. Das Wechselspiel von hell und dunkel, all das spiegelt sich hervorragend in dieser Ausstellungsarchitektur. Die Ausstellung ist gruppiert um einige zentrale Begriffe der Romantik, beispielsweise den Begriff der Heimat, der Religion, der Nachtlandschaften. Es geht um literarische Themen in der Romantik, es geht um Interieurs, also manche dieser Begriffe sind auch klassische künstlerische Gattungen. Und im Zentrum der Ausstellung haben wir 4 künstlerische Positionen. Carl Gustav Karus, Caspar David Friedrich und auf der russischen Seite Alexei Venezianow und Alexander Iwanov. Und bei den Begriffen der Romantik war es uns sehr wichtig, dass es Begriffe sind, die auf den ersten Blick erstmal nach absoluten Begriffen klingen, dass wir sie so präsentieren, dass sie in ihrer Ambivalenz deutlich werden, dass sie verständlich werden auch als soziale Konstruktionen. Das Besondere an diesem Projekt ist die direkte Zusammenarbeit auf der kuratorischen Ebene zwischen der Tretjakow-Galerie und dem Albertinum der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Und ich glaube, das ist eine besondere Qualität, die Heterogenität, die aus dem kuratorischen Ansatz entsteht und die wir auch den Gästen in der Ausstellung bieten wollen, in der Konfrontation mit der Romantik, die eben keine einseitige Lesart bietet, sondern die Besucherinnen und Besucher auffordert, selber ihren Pfad zu finden, nicht nur durch die Ausstellung, durch das Labyrinth der Ausstellung, sondern auch in der Begegnung mit den Kunstwerken auf der Ebene unterschiedlicher theoretischer Ansätze oder auch Ansätze ganz schlicht der Liebe zur Kunst. Безусловно, между Каспаром Давидом Фридрихом и Россией существует очень тесная связь, потому что в России находится самая большая за пределами Германии коллекция картин Каспара Давида Фридриха, не только картин, но и графики. Их много, и часть из них мы показываем здесь, в Дрездене. 5 картин из собрания Альбертина, 5 картин из российских собраний. С одной стороны, романтик — это тот, кто устремлен в свой внутренний мир, а с другой стороны, романтика также волнует и все человечество. Мы не можем сказать, что у романтизма одно лицо, их очень много. Каспар Давид Фридрих — это один извод, Алексей Гаврилович Венецианов — это совсем другой извод. Это разное понимание постижения мироздания и попытка его обобщить, показать свое постижение мироздания другим. Мы стоим в разделе «Протагонисты». Это главные герои романтической эпохи. На выставке здесь, в Дрездене, впервые появились вот эти произведения. Это все листы из коллекции художника Фогеля фон Фогельштейна. Вот, например, здесь есть портрет Леонтьева кисти Фогеля, блестящий, как образец замечательного искусства мастера-портретиста.